48 Angler, 24 Boote, 12 Nationen, 3 Zielfische und ein Pokal. Der YPC Boat 2024 wird euch präsentiert von Adventure in Fishing. I'm Adventure, my life is fishing. Shimano, closer to nature, closer to people. Und dem B1 Boat Center, wir bauen dein Boot. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 19. und damit letzten und alles entscheidenden Episode des YPC Boat 2024. Was haben wir bis hierhin für ein Finale gesehen? Die Boards der 10 Teams sind schon jetzt reichlich und mit außergewöhnlich vielen Ausnahmefischen gefüllt. Stroft hat als erstes Team die Full Card erreicht, führt aber trotzdem nur knapp vor Fox Rage und Adventure, denen wie Abu und der Fisch und Fang dahinter nur noch ein Wertungsfisch fehlt. Die Teams der unteren Tabellenhälfte haben alle entweder noch mehr Platz auf der Karte oder mehr Luft bei den Fischgrößen. Vorzeitig sollte trotzdem niemand abgeschrieben werden, denn es bleibt noch fast ein halber Angeltag. So viel zur Ausgangssituation. Bevor wir ins Geschehen eintauchen, checken wir wie gewohnt die Positionen der Boote. Ganz im Süden des Rheinschelde-Kanals befindet sich Rapalla, im selben Gewässer weiter nördlich das Team von Bullseye. Stroft hat das Volkerrak mittlerweile für sich allein, denn nachdem 6 Teams auf dem Haringfleet gestartet waren, fischt dort nun auch noch ein 7. Boot, nämlich das von LMAP. Herzlich willkommen zur leider letzten Episode des YPC Boat 2024, wobei man sagen muss, wir sind ja froh, dass wir in der letzten Episode noch dabei sind. Johannes und ich bleiben beim gleichen Plan erstmal, Flachwasserdriften, 2 unterschiedliche Ködergrößen auf Hecht und Zander. Und vielleicht auch Barsch, soll es ja auch geben, habe ich gehört. Vielleicht auch Barsch als Beifang, wobei ich jetzt ein bisschen größer angel, aber trotzdem habe ich auf diese Größe des Multivibes auch schon Barsche gefangen, auch schon richtig große. Deswegen, wir bleiben dran, ihr bleibt es hoffentlich auch und viel Spaß beim Zusehen der letzten Episode des YPC Boat 2024. Good fish. Took it twice. Yeah, took it twice. It's definitely heavier. It's a pike or? I can't say. It could be also a small pike again because it's doing almost nothing now. Take it. It's almost the same size like yours. I think it's the same. Another medium-sized pike. It took the 5-inch Kickman as well. He is 66 in my opinion. Next fish, almost same size like the one from Niels. At least we have a full card now, if I'm right. So now we go for the bigger ones. It jumped out of my hand. Johannes liegt richtig. 2. Fullcard insgesamt, jetzt müssen Upgrades her. Abo macht's eher andersherum. Obwohl der Barsch noch fehlt, versucht man momentan, das aktuelle Board zu verbessern. Well, we get more pike bites at the moment. That's good. That's good. That's good. So the pike is on. If the pikes are active, we need to do the next drift there. Yeah. If the pikes are active, we need to go to the big fish spot. Because if we can get 2 big pikes there, then we're wasting time here. That's for sure. Yeah. Finish this drift. Yeah. And then go there. I want to go there already all morning, man. Better reaction on the jerkbait now, huh? Didn't get much on the big soft bait from the pikes. Yeah, we had 2 bites on the... Yeah, but that was sender bites probably, right? I think so. Yeah, well, I caught one and the other one was... At least one was, well. Yeah, that's for sure. If you fish with jerkbaits, you have to watch for a couple of things. If the jerkbait is running pretty high and if the waves are really high, you will fish the jerkbait in the waves and the pike will not get it in the waves. But these waves are not that high, so I fish it under the waves now. Then the pike will see them and attack them. The second thing is not cast too far, because you have to take control over the jerkbait. If it's far away,
you cannot give the right twitches. If you get twitches, sometimes you will twitch it in a strange angle, so the hook is getting in your line. So don't cast it too far out. Nützliche Tipps vom Experten. Adventa bräuchte den Hecht eigentlich dringender als Abu. Noch nutzen Fred und Jan die Power Hour aber vor allem zur Zandersichtung. Okay, this one. It is a good one. What I will try next is a little bit bigger size, new size of the extra shed, 11 centimeters. Really, really nice. Da habe ich gerade den einzigen fahrenden Kraut erwischt. Ja, ein kleiner Barsch, oder? Ich glaube auch, das ist ein kleiner Barschinger. Mini Barsch. Da müssen wir gar nicht schauen, der hat keine 22, der darf gleich wieder rein. Was wir hier machen, ist klassisches Powerfishing. Aktuell fischen wir Chatterbait, Spinnerbait, Cranks, das geht alles in die gleiche Richtung. Eine sehr effiziente Angelei, um schnell viel Fläche abzudecken. Auch gerade sehr im Trend, muss man sagen. Und dazu habt ihr im Idealfall eine Route, die auch zur Technik passt. Und genau für diese Technik, Twitchbaits plus Powerfishing, haben wir die Liqueo entwickelt. Die Liqueo gibt es in zwei verschiedenen Längen, 1,98 und 2,13 m als Spin- und Cast-Version und in zwei Wurfgewichten bis 21 und bis 35 Gramm. Je nach Köder, was ihr gerade fischen möchtet. Ich fische jetzt hier die 35 Gramm mit diesem Chatterbait, weil der macht schon ordentlich Druck als BC. Hier in 2,13 m Länge ist für mich ideal, dann kann ich auch mit der Route mal ein bisschen was überbrücken, wenn die ein bisschen länger ist. Und hier führe ich ja den Köder jetzt nicht großartig über die Route, dann fische ich tendenziell lieber die 2,13er. Also falls ihr auch Spaß am Powerfishing habt und dazu noch die perfekte Route sucht, schaut euch auf jeden Fall die Liqueo Serie an. Fishing has been decent for us. We have one nice perch and a decent pike. Unfortunately, Sean lost a good zander, but I'm confident that we'll get another one. We're on the right spot, I think. Had some good pre-fishing. We switched to smaller baits. I'm fishing again with a twitch bait, and Sean is using a chatterbait. Two different techniques, trying to find maybe a big perch or a good zander. Die Maus mit dem 18er Perch hat getrailert, Natural Perch. Hat ja in der vorletzten Episode schon ganz gut geklappt. Und hoffentlich heute wieder. Deswegen Daumen drücken, dass es wieder einen Einschlag gibt. Ich fische hier den 11er Küffi Perch Chat. Also recht klein, um auf große Fische zu angeln, aber trotzdem einen recht großen Haken. Schön stabil auch auf jeden Fall. Und hier unten einfach mit unserem LMAB Spinnerblatt eingestochen, ein Willow Leaf oder eingedreht. Hier gibt es so eine Spirale, ein Willow Leaf mit eingedreht. Und das sorgt natürlich unter Wasser für extra Flash. 18 Kilogramm Stahlvorfach vorgeschaltet, ein 7x7. Davor ein Fluorocarbon, lang genug, damit man halt so wenig Scheuchwirkung wie möglich mit der Schnur hat, weil hier haben wir sehr, sehr klares Wasser. Und das Ganze an einem 10 Gramm Kopf. Auch wenn das fürs Boot vielleicht nicht die übliche Länge ist, aber dazu nutze ich unsere Rodfather 20 bis 60 Gramm in 2,59 Meter. Das kann man aber zum Leiern und zum so Anzupfen ganz gut machen. Und die hat halt genug Bums, um diese großen Fische dann auch vernünftig anzuschlagen. Das Ganze gepaart mit einer 4000er Twin Power und ich hoffe, dass die Route jetzt irgendwann gleich mal krumm ist. Mit Fisch auf jeden Fall, nicht mit Hänger. Und richtig gehakt, bitte. So, Schluss mit lustig. Jetzt kommt der Tümmelsche. Das hast du heute noch nie mal ausgepackt. Ja doch, ich habe eben schon einen Wurf damit gemacht. Und wenn et Himmelsche fliegt, dann standen sie all parat und ma trecken durch die Stadt. Und jeder hätt gesagt, schieß, pass op, pass op. Ja, Fisch on.
Big one. Yes. Good. On the Cairo? Yeah, Carolina. Big perch. What a bite. Spike? I say it every time, but if the bites are so hard, it's so funny. So much fun. Very good. Big fish, big fish, big fish. Big perch number 3. Yeah, let's hope. Maybe a zander. Maybe a zander, it's possible. That's also possible on this spot. It's a perch. It's a big perch. Whoa! Yes! Yeah! Good, 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 good. What a big one. Big perch again. We had to search a little bit because this morning we started off very good with a lot of perch, but they were a little bit too small. And now we have a spot with big ones. Look at this, what a beautiful perch. You see how it was hooked? Ooh! So, a little bit lucky, the bite was very hard, but it's just hooked in the corner of the mouth. So let's unhook it and measure it. What a beautiful fish. Oh, you're kidding. It's 49.6. Yes, so that means 50. 50 centimeter. 50 centimeter 50 perch. centimeter perch. Oh yeah, again. What a day, Luke. Cool, man. Cool, cool, cool. Look at this. What beautiful a beautiful fish. In the finals. Let's see if we can catch another one. It looks like we have a license for a 50 centimeter perch here. This is on the Carolina with the creek row. Yeah. The other one on the buzzbite. Perfect condition for in the autumn. Look how fat it is. Super. Super. Let's put it back and go for another one. Westin fliegt hier etwas unter dem Radar. Aber langsam nähert man sich dem unfassbaren Barsch-Score aus der Vorrunde. Sollten die beiden so weitermachen, stehen die Medaillenchancen ziemlich gut. Nicht ganz so gut wie bei Fox Rage allerdings, zumal Gerald nach kurzem Big Bait Zwischenspiel nun wieder auf seine absoluten Lieblingsköder setzt. We saw a lot of fish on the depth finder, a lot of nice big pikes laying straight on the bottom, and I have the feeling that my bait is not going deep enough. So or I need to make it heavier, or I will switch to someone else, and I will do that. Because this can be a really good lure, but normally the pikes are a bit above the bottom, but now they are really close. Maybe that's coming because it's colder now. You already know we like crankbaiting, so let's give the crankbait a try. This is the Striking Pro 6. Oh fuck. Fucking hell, weg ist er. Tja. Kann nicht wahr sein. Und deswegen sollte der Kescher immer offen sein. Ja, haben wir nicht dran gedacht. Ja, ist ja egal jetzt. Haben wir nicht dran gedacht. Neuer Versuch, zum Glück war er nicht groß. Ja, aber egal. Nicht zum Glück. So ist es halt. Weiter leiern. Immerhin kurz Action. Ey, genau jetzt gerade, oder? Da wo ich da unten knie. Und dann flutscht mir der Scheiß da raus. Das gibt's doch gar nicht. Das ist ja wohl. Egal, weitermachen, nützt ja nichts. Im Turnier gibt es keine schlechte Laune und nichts, was einen abfacken darf. Deswegen konzentriert weiter angeln. So ein Hecht sollte verkraftbar sein. Natürlich ärgerlich, wenn man am Ende hinterherlaufen muss, aber zum Gewinn reicht er eh nicht. Deswegen weiter leiern. Hat schon Angst, dass die Fische im Flachen gar keinen Bock mehr haben, weil es echt kühl geworden ist. Die letzten Tage, jeden Tag noch kühler, noch kühler. Kann dann oft sein, dass die Fische ein bisschen tiefer ziehen. Aber ja, zwar mal einer war noch da. Dann hoffen wir, dass dann noch ein zweiter und ein dritter steht. Und dass die dann auch den Weg ins Boot finden auf jeden Fall. Die haben so Power im Moment, den vielen Wind oder an was es auch liegt. Hol den anderen Kescher-Team, oder meinst du nicht? Den kriegt man ja rein. Ja, und schon ist ab. Ja. Und ab ist er. Scheiße. Große Scheiße, der war 10-15 cm größer als die letzten. Und beim nächsten nehmen wir auch den Hechtkescher, dann hat er auch Platz. Können wir den einfach reinliften. Schade. Wir wechseln jetzt einmal komplett den Spot. Das Plateau ist so die Kante einigermaßen durchgeangelt. Mein Gefühl sagt mir, dass nicht so viel Zander da sind und ich finde, wir sollten den fangen. Und drüben haben wir eine Chance dafür, auch einen guten Durchschnittsfisch. Haben wir so steinige
steinige Kanten auch und großer Barsch, da steht beides. Also deswegen fahren wir rüber und dann gucken wir mal, ob wir das da zusammen machen Da können. haben wir 3, 4 Spots noch auf der anderen Seite und dann, falls mit dem Zander nicht klappt, dann kommen wir später noch mal hier wahrscheinlich. Ja, oder Verzweiflungstat noch mal bis ins Hollandstief brezeln, aber Genau. gucken wir später mal noch. What a bike. Holy fuck, that's a big one, That's a man. big sander, yeah. 3, 2, 1. In the net. Yes! Oh, that's an I-70, I think. That's the I-70. Oh, yes! Well, that was the one that we were drifting for. At the end of the drift, there it is. Yeah, that's the big 70. Oh. What do we have? 74. Quick measurement. That's 74 centimeter. Beautiful sander. Brings a lot of points. Upgrades that 81 centimeter pike. Yeah, I think so. So we quickly make a try now for a big pike and then we go for the perch. Beautiful fish. Well done, Simon. Thanks, Third buddy. 70, man. Crazy, crazy. Quick back with this beauty. Bye bye. Bye, friend. This was an important fish, Yeah, man. that was the one we needed. Now it's time to take the pike gear out. Go all in for the big pike. Yeah. Good fish. Nice. Really heavy fish. If it's a sander and it's big. Oh. Oh, it's just, Yeah, but it's a little improving, I think. Yeah, 72. Again on the Kickman, 5-inch, as I already mentioned. This fish felt really heavy, so I thought it was a little bigger than this. Fish. There he is. On the left. Ooh. Net empty. Yes. Oh. That's a full card. Full cards, yes. Yes. In the big Fox Rage net. Very helpful when you have a big pike, but this is also a decent one to start with. It's 85. Let's put it back. There he goes for the full card. Yes. Good job, my friend. Yes, good job. Kurzer Prozess. Fox Rage nimmt die letzte Hürde und steht jetzt mit voller Karte und einem Schnitt von fast 94 Punkten pro Fisch da. Irre! Fast noch verrückter allerdings, dass gleich 3 Verfolger die Möglichkeit haben, mit nur einem Fisch in ähnliche Sphären vorzudringen. Bei Adventure intensiviert man die Bemühungen. We keep focusing on our plan, so which is first perch, we got them. Second zander, we have one and decent one. So now we want to have a pike. So we're gonna drift. The wind is really heavy. So we're gonna just drift with the drift sock to slow down our presentation. And let's go. Wo guckst du so hin? Ja, wie der Roadrunner hat das ausgesehen. Ja. Fisch. Ja? Ne, Was hast du? keine Ahnung. Irgendwelche Müll. Dreck. Kraut. Ha, da kommt der Kojote. Ja. Hinter dem Fasan. Gleich kommt die Schrotflinte raus, das, was du immer so knallen hörst hier. Puff. Federhaufen. So wie so. Ja. Hi. Habt ihr einen Fasan gesehen? Die Richtung. Fisch. Yes. Yes. Ja. Jawohl. Yes.
41. 41? Ja. Jawohl. Yes. 41. Setzen wir den wieder schnell zurück. Geil. Yes! Der kam jetzt auf die Needle. Das heißt jetzt 3 Barsche auf 3 unterschiedliche Köder. Den habe ich ganz aggressiv jetzt geführt, also ziemlich schnell gejiggt. Wir versuchen jetzt alles, um irgendwie die großen Barsche hier rauszulocken. Kann der auf den? Ja. Nein! Doch. Geil, Junge! I think the zander and the pike might be hiding on the edge of the grass, waiting for a prey fish to swim from the deeper water towards the shallows. It's 2 meters deep, and the wind has calmed down a bit as well, so that's nice too. Yeah, especially with a little bit of sunlight. Fleshy. Yep. That's a zander. It's a zander. Yeah. It is. This is. Yeah, let's go, boy. Nice, man. So I got another zander on the crazy swim jig. This time the take looked like a pike take, so I was a bit worried. It is 55. Let's get it back quickly and see if we can get a bigger one or a pike on this stretch. This is the crazy swim jig. It is a chatterbait. I like to rip it and let it drop down, and then the tail is really seductive. The tail kicks from left to right, and with the chatterbait you just make a ton of noise underneath the water. It's 12 gram, so it's really easy to fish above the grass, especially in conditions like this where you find zander on shallow areas, or perch, or pike. This one works really good. Okay, again, next drift. I will stay with the Pro Shad with a 40 grams fox head on it. And it's around 5 till 7.5 meters where we fish now. So then you need some weight to reach the bottom, because all the pikes are really close to the bottom at the moment. So it seems like this is a good setup. En auf dem Barsch sein. Das ist ein Barsch. Yes. Geil. Tim nimmt jetzt die nächste montierte Route, versucht schon wieder einen zu kriegen, und ich verarze den hier kurz. 38, 39 wahrscheinlich schon. Ha, 40 sogar. Schöner 40er Barsch vom Tim. 40er. Dieser schöne Barsch kam beim Tim auf die Cherrypicker. Perfekt, um Kirschen zu pflücken. Jetzt schauen wir, dass wir da noch ein paar kriegen. Wunderschön, richtig schöner Fisch. Geil, Tim. Bis. Okay, nächster ist schon am Zubbeln. You want a head, Frederick? Oh. Looks nice. Fisch. Jo, Fisch. 64. 64, ne? 64. So, dann ist die Karte voll. Genau. Fish. You have it? Fish? Yes? Yes? Yeah. You must go with me. Please. Pikey. Yes. Full card. Yes. That's the plan. Yes. That's the plan. Not the big one, but first pike is here, yes. It's a full card. Yes. 75. Yes. That's a relief. Ei, es bleibt ereignisreich. Stroft bringt sich mit einem 41er Barsch-Upgrade in Schlagdistanz zur Spitze. Bullseye wittert Morgenluft. Die Fisch und Fang macht die Karte voll. Und bei Adventa steuert Fred seinen ersten Wertungsfisch bei, der die insgesamt 5. Fullcard und außerdem Platz 2 bedeutet. Um das Ganze hier ein bisschen zu entschleunigen, lauschen wir Gregor. Wie ihr seht, wir fischen hier mit
ultra feinem, sehr feinem Titanium, Niti. Ich fische besonders gerne mit dem einfädigen, den finde ich ein bisschen robuster als der geflochtene 1x7. Die Dinger brechen nicht hier an der Verbindungsknote, wie ihr seht, die sind verbunden. Birger hat schon das gezeigt, wie man das bindet. Und ultra stabiles Teil, das ist jetzt 3 Kilo Material. Auch große Zander, große Hechte sind kein Problem damit zu landen. Und stört den Barschen, den Hechten überhaupt nicht, auf gar keine Art und Weise. Also auch in Privatangeln mache ich nie Karabiner direkt an Fluor zu binden. Das ist absolut ein No-Go bei mir. Donnerwetter, was ist das schon wieder für ein Sommer? Gut, Jungs, ich glaube, die haben es verstanden. Die haben es verstanden. Doch für euch lassen wir die Sonne wieder scheinen. Vom 14.07. bis zum 18.07. Der große Summer Sale. Über 3500 Produkte bis zu 70% reduziert. Nur auf hechtundbarsch.de und nur solange der Vorrat reicht. Gunky Grouper 180S. Der Hybrid-Swimbait für alle Hechtjäger. Mit einer Lauftiefe von 0,3 bis 1 Meter ist der Gunky Grouper perfekt, um Hechten im Flachwasser nachzustellen. Es gibt 2 Ösen, um ein Gewicht einzuhängen, um so tiefer fischen zu können. Geliefert wird er mit einem Sharetail und einem Zusatzgewicht. Zusatzgewichte gibt es dazu zu kaufen, genauso wie Ersatzschwänze mit der Option für einen Twisterschwanz. Beide Drillinge sind in Wirbel gelagert, um Aussteiger zu vermeiden. 2 Ösen am Kopf des Körpers bieten verschiedene Möglichkeiten, um den Köder einzuhängen, um hier die perfekte Balance und die perfekte Laufeigenschaft zu finden. Der Gunky Grouper, ein Muss für alle Hechtjäger. We introduce Adventure fishing and functional clothes for every fisherman. We'll dress you from the north, through the European climate zone to the tropics, from head to toe, from carp fishing to sea fishing. Are you ready for the next fishing adventure? I am Adventure. My life is fishing. AdventureFishing.com. Also beim Barschangeln, da kann man sich auch unendlich verlieren ins Tackle. Für jede Methode eine eigene Route und dann am besten noch 2, weil eine schwer, eine leicht. Aber eigentlich ist es auch wieder geil. Schreibt mal in die Kommentare, wie viele Barschrouten ihr habt zu Hause und wie viele immer mit ans Wasser oder aufs Boot mitnehmen. Seid ihr eher wie wir, die dann eher die Route wechseln, oder wechselt ihr dann die Montage? Schreibt es mal rein, das würde mich sehr interessieren. Hot Take. Die allermeisten Zuschauer wechseln vermutlich eher die Montage. Tim muss sich jedenfalls nicht lange mit Knoten aufhalten. Mal sehen, ob die Zeitersparnis zu einem schnellen Fisch verhilft. Ein winzig kleines Bärchen hat wieder mein Chatter genommen. Oh. Tim hat auch gerade ein Biss. 25er Bärchen. Ja, fish on. Fish on. Yeah, fish on. Perch, perch. Yeah. Yeah. 40 plus. 40, good. 43 centimeter. Very important perch. Let's go to center fishing now. Bye bye. Da ist der nächste Barsch mit Liqueo und Chatter. Der ist sogar lang, nicht hoch, aber für das relativ lang. 39. Und tschüss. Noch mehr davon. Ich sagte noch, hier ist Fisch. 27, hä? Ist ein Barsch, aber den nehmen wir. Sauber. Schöner 38er. Und schwimmen. We start the power hour now. We got 4 nice perch and we need 2 good sized sanders so we can go pike fishing. We use the live scope to scan around looking for a nice sander, and then we cast with a 12 centimeter shetties above its head
and then hopefully it sees it and it takes the lure. So let's go. Ein guter Fisch, Sascha. Ein guter Fisch noch. Fisch. Oh, irgendwas Dickes. Und was kam der? Auf den Terrakup. Ich weiß nicht, was es ist, Alter. Fühlt sich an wie ein... Ich glaube, der Barsch wurde gepackt. Von dem Barsch. Von dem... Alter. Ich glaube, der kleine Barsch hier wurde von einem Hecht gepackt. Oh. Alter. Mach doch keinen Scheiß hier. Take the nets, take the nets. I don't know what it is. It's here. It's something super big. What? What the fuck? I don't know what it is. Crazy. Come on, we want to see it. Yeah, it's a sander probably. Yeah. It's a sander. It's a sand. Oh man! What a shit! It's a big sander hooked in the back. Ah. This one doesn't count. It's a nice one. It's definitely over 70. Let's release it. Bye bye. Das kann doch gar nicht wahr sein. Hä? Das geht nicht. Ey, wirklich. Ja, was war los? Fragt man sich immer, was los gewesen war. Oder wie heißt das? Ey, keine Ahnung. Die scheinen die wirklich nur so kurz anzustupsen oder anzufassen, aber so richtig haben die wohl nicht. Ist jetzt der zweite. Also ich gehe von dem ersten, gehe ich auch von dem Zanderbiss aus bei dem ersten. Bei dem zweiten sieht man es ganz deutlich. Die Spuren an dem Tail, das sind so Kratzspuren und keine Schlitze. Also war es auf jeden Fall ein Zander. Auch richtig knackiger Biss und wieder nicht hängen geblieben. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich weiß auch nicht. During pre-fishing we had one spot where we lost a really great perch. And we had some zander and perch and a pike on that spot as well. So we'll see if we can find some fish over there. And then we move out towards a stretch. It's fairly promising on the other side of the lake. And later on, depending on what we still need, we're going to use the power hour. So it would be great if we can get like one good pike and one really good perch. That will kick things in motion. So let's prepare for a bumpy ride. Guck mal, der kommt. Ja, fest. Big one. Oh, he's off. Shit. Okay. Und mal den nächsten. 37,5. Macht riesen Spaß, aber bringt zu wenig Punkte. Und tschüss. And here comes. It looks like he's going to take it. Hoe kan ik? Miss it again? Oh, that's pity. Oh, that's a pity. Wir brettern hier hoch. Und dann wieder zurück? Ja. Okay. Jetzt. Petri, der ist leider auch nicht größer als die anderen. Ja, 70? 61,5 drüber, ja. Wir angeln auf Hecht, weil Hechte beißen gut und die Zanderstelle ist, keine Ahnung, 20 Kilometer gegen den Wind in die Richtung. Kostet nur Fahrzeit, bringt uns, die Zander, die wir da gefangen haben, waren so Anfang 50, das wären 8-9 Zentimeter mehr. Oder eben Chance hier jederzeit auf einen Meterhecht, habt ihr heute schon gesehen. Und einen 60er rauskicken gegen den Meterhecht, sind 40 Punkte mehr. Und Angelzeit dazu gewinnen, deswegen machen wir Hecht. Hecht. Oder? Ja. Oh. Jawohl. Gut geguidet. Sehr gut. Ja. Sogar drüber. Ja.
79. Ja. Gut. Ja, das ging jetzt schneller, als wären wir ganz gegen den Wind hochgefahren, um einen 55er Zander zu fangen, um den 44er auszutauschen. Ich glaube, das war schon eine gute Wahl, zumal wir bei Zander nach oben hin sind wir da beschränkt. Anders als die pelagischen Angler, die jederzeit so einen 90er fangen können, ist das im Flachwasser so nicht ohne weiteres auf Ansage möglich. Das heißt, da haben wir nur relativ wenig Spielraum. Bei Hecht allerdings ist alles möglich nach oben. Also hier schon richtige Granaten und da kann man auch mal eine richtige Kuh fangen. Und das macht für uns mehr Sinn gerade. Um den kleinen Zander zu kompensieren, muss in der Tat ein Ausnahmefisch her. Ansonsten wird es für die Fisch und Fang nahezu unmöglich, über den aktuell 4. Platz hinauszukommen. Anspruchsvolle Aufgabe. Immerhin sind inzwischen sogar die Big Bait-Enthusiasten von Savage Gear von ihrer Großhecht-Mission abgerückt. So we've been trying to get some big pike on the shallows, but unfortunately we didn't get those big pike yet. So we still need to fill up the cart and we can do whatever we want regarding species. And we still have one nice perch spot in mind. So that's what we're gonna do right now. See if we can get a big perch to just fill up the cart at least and then move on to the big pike again. Let's go. Na gut. Hycho behält die Hechte immerhin im Hinterkopf. Bei Adventa steht ein Hecht-Upgrade ganz oben auf der Agenda. Auf Live-Technologie dürfen sie dabei aber ab dieser Sekunde nicht mehr zurückgreifen. Most important thing when you fishing lure like this, like Mirasmaus, like disco pikes and disco trouts and anything else, it choose the right weight on the top. I'm using Elex grenades. It's extra weight for this lure. 4 days slowly sinking. Actually, I'm using 4 grams. Sometimes I use only 2 grams, sometimes 7 grams. It depends on the depth when you fish and stream and speed of your drift. Right now, I think 4 grams will be great. Also, you must check your lure before every cast and throw out every single piece of grass on your lure, because when pike sees a little bit of grass on your lure, she never took it. It's my idea. I every time precisely look on my lure and throw every single piece of grass out. Because they are not vegetarian. Yeah, They are not vegetarian. Yeah. They don't like grass on your lure. 18 meters. Very good, very good. Yeah. This will result in a good sender. You will see. Come on. It's a very good cast, Jeroen. It's a big one. If this one takes, we have a big sender. And it's coming. It's coming. Come on, take it. Take the bait. Ooh, but it's a clever one. Come on. It's going down and now still following. Still following. They are so educated, these senders. Fish. Ist unser Boot. Ich kriege nicht rein. Yeah! Oh! Gott sei Dank hattest du Niti drauf, Junge. Junge! Oh, unfassbar. Der ist gut, Junge. Köder ist raus. Oh, das Troft Niti hat gehalten. Unfassbar auf die Nace Craw. Unfassbar. Wie geil, ey. Zum Glück das Vorfach vorgeschalten. Wie viel hast du jetzt? Ist dran vorne. 98. Warte, so. Ja. 98. Okay. Jawohl. 98er Hecht. Nach Saschas 94er, der zweite große Hecht. Ja, ich komme. Auf die Craw. Woohoo! Ist das geil. Traumfisch. Wattenkrokodil wieder, ne? Volkerer-Krokodile.
Ja! Yes! Geil, Alter. Geilo, geilo, geilo. So, ich mache jetzt erstmal Let It Rain. Da hinten. Allerspätestens jetzt ist klar, die unfassbare Performance aus der Vorrunde war keine Eintagsfliege. Stroft beseitigt den letzten Makel auf dem Board und verdrängt Fox Rage von Platz 1. Wahnsinn! Nebenbei noch einen kleinen Gruß an die Konkurrenz von LMAB und auch der just gefangene, annähernd metergroße Hecht muss sich direkt im Anschluss einen kruden Vergleich gefallen lassen. Auf die schwarze Crow hat vorhin auch schon einen Hecht, ne? Mhm. Ich sagte, die sind heute krebsfressend unterwegs. Weißt du, so ein Jäger, der alles kann, ne? Und dann sammelt der wie so ein Pfandflaschensammler die Krebse vom Boden auf, Alter. Ich sterbe, Alter. Ich sterbe. Der Pfandflaschensammler, Alter. Also wenn Zander der Champagner unter den Fischen sind die Hechte die Pfandflaschen. Ich kack ab, Alter. Now we are on a big plateau, we keep drifting and I'm changing for quite a while now. We have been using all type of Muras head with bucktail and long shad like grubtail or shadtail. And now, since there's a lot of wind and a little bit of sun, I want to see if they could react to some more aggressive jerking. So I'm going to use this headbanger. Normally you found it with the lip on, articulated lip, but when you remove it, it's becoming a jerk and it's really easy to use. So I'm going to try this and see if I can get a bite. Oh. They are so educated. Such a big sanders here. Yeah, these are 70 plus. Yeah, it's big fish. It's big fish. Big fish. We have seen many big fish. Wir hatten tatsächlich alle Bisse sehr konzentriert auf einer Stelle von dem Plateau hier. Deswegen sind wir jetzt das nochmal neu angefahren und werden jetzt diesen Bereich beackern, dass hoffentlich ein Fisch rauskommt. Ob Hecht oder Zander, ist mir eigentlich egal, solange der Fisch am Ende im Kescher landet. Deswegen mal gucken. Der Wind hat auch ein bisschen zugenommen, das macht das Ganze nicht viel einfacher, aber gut. Fürs Flachwasserangeln besser zu viel Wind als zu wenig auf jeden Fall. Deswegen nicht jammern und weiter angeln. Let's go for our main plateau. Yeah. Ah, I lost it. No! Fuck! Tipps für Profis, wenn ihr gerade am Essen seid, könnt ihr einfach mit dem Bauch oder mit der Hüfte die Kurbel drehen. Da braucht ihr nicht so einen dicken Bauch wie meinen, sondern das geht mit jeder handelsüblichen Hüfte auch. Und ja, manchmal kommt da noch einer drauf, ne? Weil das ist ja ein ganz verrückter Führungsstil dann. Also, guten Appetit. Take one. So. Hat hier nämlich die Schnur drin. So, Hammern. Sehr gut. Eine Nummer kleiner gegangen. 81. Ich habe umgestellt. 18er Köfi Perch and Real Perch, ein bisschen natürlicher gegangen, weil Enrico auch viele Bisse auf seinen natürlichen Köder hatte. Dazu habe ich jetzt die 20 bis 60 Gramm The Rodfather genommen, 2,59 in Verbindung mit 12 Gramm. Packt die Route auf jeden Fall noch locker. Ich habe ein bisschen drauf spekuliert, auch vielleicht einen Zander mitfangen zu können damit. Jetzt wird es doch der Hecht, ist mir auch recht, vor allem hat es überhaupt nicht lang gedauert. Kann also sein, dass die Hechte heute einfach ein bisschen kleinere Köder wollen.
Und ja, ich würde sagen, den lassen wir dran. Wir driften weiter und hoffen, dass jetzt noch ein Zander kommt, weil dann können wir upgraden. Our current score is definitely not good enough. I mean, we really had a game plan that we really wanted to get the big pike today. The weather conditions just look perfect for big pike. But so far we're only getting a couple of contacts. It's just really frustrating that we can't really seem to find them at the moment. We fished a stretch where we, in the morning twice, where we had some really good pre-fishing in similar conditions, but nothing happened over there. Just the 95 came from that spot, and just a couple of fish following, but not really big ones. Not the ones we saw during pre-fishing at least. And this stretch has been really good for us too, but so far not a single contact. But then again, on a lake like this, it can switch on any moment, and then it can be total mayhem in less than an hour. So Fingers we're banking crossed. on that. Yeah. So, new spot. Now we really try to improve and go big. So we narrow our search on more small spots where we expect potentially that less people have been passing there and drifting, and hopefully we can find one big mama that is resting there and ready to bite. So I'm using the bigger Banga shad with a Mura's head, good combination. It's really allow me to fish really slow, really big, and then get them the time to come up from the grass. So we try to fish weed beds that we locate before, and yeah, pretty much that's it. Really? Yeah. 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 It's crazy. Oh, it's a mess. On the Kickman 5-inch, first cast on this new spot. 81, I think. Yeah. We'll put it back. I'll take my glasses off again because we didn't even see what happened. But I think this shows exactly what happened. That's the thing with trolling in these conditions. You get like super windy conditions and it's super hard to spot the take, and you really need the fish to engulf the bait. We're banking on getting a big one like this to kickstart things in motion, but nah, we're even unfortunate with the trolling. Just look at this, like, that was a big fish, buddy. Yeah, smaller fish. Little one, huh? Yeah, smaller fish. Small zander. Take it with the hand. Fine, you continue to fish. Sometimes the small zanders, they shake a bit, huh? There's the next fish. No upgrade, Jelle. So we have to move quick now. Hook is out, quick back. Wisst ihr, was nicht die besten Bedingungen sind für Zanderjiggen? Klares Wasser und Sonnenschein. Bitte sei 42, bitte sei. Nein, nur noch 55, wenn es 45. Yeah, hang on. Bite. Bite? Oh, let it be a sander, come on. Yes! And it's a good one! Yay! The second one! Yes! Alright, this one is like 55. Sander. Like in full sight. It just came both sides. Really. This is the amount of line that I had left. I didn't reel up after. Some crazy zander action here on the shallows. Also no upgrade, eh? What? Fish? Yes or no? Yes, yes. It's a zander! It's a zander! It's a zander. This one is not an upgrade, but always a pleasure to have them. Bye-bye. Yes. Oh, that's a good zander. Good zander. Yes. Come on. A good zander. Yeah! Yes! Oh, we need this one. This is a good one. 63 and a good bite. Kleiner Hecht? Ja. Nee, Mann, Zettel, Kollege. Ist ein dicker Zander. Oh!
Kleiner Hecht. Ey, ich hab gedacht, das ist ein kleiner Hecht. Sag ich doch, Zander. Da ist er! Da ist er! Da ist er! Ich hab gedacht, das ist ein kleiner Hecht, der hat überhaupt nichts gemacht. Junge. Ja, Zander, mach ihn dann. Ich angel mal weiter. Oh mein Gott. Das ist eilig jetzt. Es lebt der Traum hier noch. Und was habe ich gesagt? Kommt gleich. Kommt gleich. Hat er noch geguckt? Nein, ich finde das gut, dass du das sagst. Jungs und Mädels! Das ist eigentlich Eules Spruch, aber ich habe mir den mal ausgeborgt an dieser Stelle, Eule. Ja, der ist gut. Mann, guter der ist 60er. Gut. 63. Let it rain! Ja! Die Zander drehen auf und wir blicken kurz aufs Tableau. Westin füllt den vorletzten Slot auf der Karte mit einem konkurrenzfähigen Zander und könnte jetzt alles auf einen großen Hecht setzen. Bullseye und auch LMAB tüten die Fullcard ein, bleiben aber vorerst in der unteren Tabellenhälfte. Ein bisschen übers eigene Portfolio zu quatschen, hat sich Chefentwickler Enrico trotzdem verdient. Wie in vielen YPC Boat Episoden bleibe ich dem Multivibe treu. Im Flachwasser, gerade auf Zander, immer sehr, sehr viele Kontakte darauf gehabt. Allerdings jetzt hier mit dem Twister getrailert. Endlich haben wir den Drunk Twister im Programm. Das ist für mich der perfekte Trailer für den 5.0er Multivibe. Der 12 cm Drunk Twister. Hier jetzt Real Love als Farbe und dann getrailert mit Cappuccino Clara. Richtig viel Flakes im Rückenbereich. Egal ob trüb oder halt sonnig. Ist beides sehr, sehr gut, weil es sind sehr viele schwarze Flakes auch mit drin. Aber eben auch so ein bisschen goldene Flakes. Und hier unten so ein cremefarbenes, goldfarbenes Unterteil. Also der Bauch, die Bauchfarbe und auch hier hinten am Twister. Und das Geile an diesem Twister-Tail ist, der bewegt sich immer. Man kann den super langsam führen und der Tail ist wirklich so konzipiert, dass der sich immer bewegt. Ist schön dünn gehalten, aber nicht so dünn, dass er halt beim ersten Biss kaputt geht. Aber er bewegt sich super. Also wirklich beim leichtesten Zug fängt er gleich an zu arbeiten. Die größere Version halt super als Trailer für die Maus oder auch für sehr, sehr große Spinnerbaits zum Beispiel. Also der 16er dann in dem Fall. Aber hier 5.0er Multivibe, da ist der beste Trailer tatsächlich der 12 cm Drunk Twister. Jetzt geht's weiter. Der muss nämlich ins Wasser, sonst fängt er keine Fische. This Bulties where I'm fishing with now at the moment has a very nice action. It's round. It's like a shed, but it's round. And a shed is going like this, and a Bulties is going like more or less like a snake. And it's a different action, and they like it a lot. We fish a lot with this Bulties from 9.5 cm for the zander, but also for perch. It's a very good lure. I'm gonna show you in a second. So when you put it on the bottom, it's like this for a second, and then you fish it further. Last few hours nothing happened, and we feel a little bit like the final of last year. We had a great start, and then we lost it in the last few hours. And I hope we can find some upgrades, because we definitely lead at least a big pike, I think. So we have to keep on going on. We think maybe the pike is not that active at the moment, because the previous spot there were a lot of them, but no, there was only one who take the lure. So fingers crossed, and keep on casting, and hopefully that big one will come later on. So we're fishing slow now with the Carolina rig, trying to get our last fish for the board, a perch. It's not easy, so I'm adding a little bit of Berkeley Gulp gel sent to the lure, that if a fish takes the lure, if there's one perch that takes the lure, it will definitely commit, and we'll be able to catch it. Let's hope for the best. Ja, oh, los. Dikke vis, dikke vis. Dikke vis, goffer. Ah, shit. Shit. Sorry. Yes. Good. Pike. Pike. I'm coming. It's a pike. Yes, good Jeroen. And it's a nice one.
Straight to the net. Yes! Yes! Very good. Oh, in 2 minutes I lose one. Jeroen is catching one. Oh, 74. Oh, very hectic. We have to fight for every fish today, but it's working. Yeah, it's coming together. So we have 2 bites here on this spot in 1 minute. Yeah. I lost one on the bulties. You catch one on the headlight and shetties. So I think there are more. I feel it. I feel it. Let's continue. Good. Okay. Yeah. Thank you, man. Thank you. We're moved to another spot. Pike fishing is quite hard for us, so we will try to do something shallow now. There's still a lot of vegetation in the shallow areas. We think that most of the pike already into the deep, but give it a try for like half an hour and see if there's anything happen. Because deep, there's also not a lot of activity. I bring it to the net, Jeroen. It's very small hooked. Yes. And it's aside. We have the second bite. And it's off the hook. And it's off the hook. Oh, take it in. Before he jumps out. And this one is 66, right? So we're now on a more shallower spot. So we changed for our pike rods again and put on something that runs a little bit shallower. It's only 2.5 meters deep here, and there's still a lot of vegetation. So therefore I used the Pro Shed, this one here, with not that many weight. This is the standard with a little bit tungsten on top of it. And for this style fishing I use the Prism X, the pike cast. It's a really nice rod for this kind of fishing, 2.30 meters, and it's 40 till 120 grams. So you can work a lot of different baits with this rod. And together with a speed spool from Lewis, really nice reels they produce, so let's find a big one. Full of small pike here. Yeah, oh fuck. 69. Yeah. Beautiful colors. Bye bye. I would say we go to the perch spot because it's just full of small pike here. A little over an hour left and we still don't really find any perch. It's a bit frustrating. We had quite nice perch in the training and so on, but the training is training, and now today it doesn't work what we did. So we just keep searching, a few more spots that we can try. Yeah, cross the fingers for us, man. I mean, we need that full card, otherwise we're gonna end up very low in the ranking, and that's not what we want. They can be so bitchy, the perches, huh? Yeah. Got it. That's the perch. You are the man. Come on, bring it to me. You are the man. Bring it to me. Take it easy. Oh, Simon. Oh, this is a big one, man. This is the most nerve-wracking fight, man. Oh, take it easy. Bring him to me, yeah? This is a big one. This is a big one. Very big one. Just play him easy. Don't worry. Please. I'll be fine. It's a huge one, Simon. Just play him easy. This is 50. This is a 50, man. Just play it easy. It will all be fine. No, it's... Yeah, I got it! Yes! You're the man! What do we have?
39.5. 40. Yes! Yeah, yellow! Oh, I thought it was bigger, man. Yeah, It fought so hard. Good job. Crazy. Hard. Awesome. Thank you. This is a full card perch. Oh, how hard can it be to catch a perch? I'm so happy. You're the man. You're the man. Bye bye, my friend. Thank you for playing. Oh. Oh. Yes. Hoppa! That's a hoppa! Oh man. Oh, we have to continue. Go on, get one more. Oh, that hook, man, that went from his mouth in the net in my hand. Uff, der Barsch hat Jelle möglicherweise 1-2 Lebensjahre gekostet. Im Kescher nicht ganz so groß wie im Drill, trotzdem ein extrem wichtiger Fisch zur Fullcard. Abo setzt sich damit direkt hinter Westin auf Platz 5 und hat ebenfalls noch alle Chancen auf die Medaillen und vielleicht sogar mehr. Allerdings bräuchte man dafür vermutlich schon 2 richtig starke Upgrades. Wie sieht der Schlachtplan für die letzten 60 Minuten aus? Yeah, what do you think? What can we upgrade? Do we have to go all in for pike later, or? Yeah, I think so. Few more drifts over the cyclone? Yeah, back to the players. Yeah. You can do a big bait and I do the stunner. Maybe I catch a 50 there. Yeah. Jetzt ist die beste Zeit für dein Boot. Sichere dir jetzt dein Traumboot zu attraktiven Sonderkonditionen und spare bis zu 5.000 € auf ausgewählte Komplettangebote. B1 Boat Center. Willkommen an Bord. Oh ja, jetzt ein Eis. Einmal Schoko und einmal Zitrone, bitte. Heik, leider beides nicht da, aber keine Sorge, ich habe für dich was viel Erfrischenderes. Für die perfekte Abkühlung im Sommer den Hecht und Barsch Raubfisch Adventskalender 2024 schon jetzt vorbestellt. Wir haben dieses Jahr noch eine Schippe draufgelegt. Es gibt noch mehr Hardbaits, einen noch höheren Warenwert und wie immer natürlich nur exklusive Farben und wer früh bestellt, hat eine höhere Chance, ein goldenes Ticket zu ergattern. Denn einen cooleren Adventskalender gibt es nirgends. Boah, stimmt. Den Link zu Europas beliebtestem Angel-Adventskalender findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. So, wir verlassen die Spots hier und fahren mal ins Fluss rein. Die letzte Stunde nehmen wir gerne und die Power Hour und wir werden schleppen jetzt. Gestern hat das wunderschön funktioniert. Leider ja. Ist nicht unsere liebste Angelmethode, muss man zugeben, also überhaupt gar nicht. Aber wir haben es natürlich probiert, weil wir es ja dürfen und hat sehr, sehr gut funktioniert. Große Crankbaits tief schleppen hat sehr gut funktioniert, vor allem für große Barsche und große Hechte, beides. Und das können wir uns jetzt natürlich nicht entgehen lassen. Da müssen wir jetzt noch mal das machen. Dafür war es zu gut einfach, ne? Jawohl. Das probieren wir jetzt. Ich weiß nicht, was es ist. Dicker Hecht, Alter. Ja. Soll ich ihm entgegenfahren oder bist du da? Müsste eigentlich Kopperheld haben. Warten Ochse.
Ab. Ist noch dran, Alter. Ist was anderes dran. Ist ein Barsch dran, dicker Barsch. Los, los, los. Oh. Unglaublich! Was ist hier los? Was ist hier los? Ich weiß nicht, ob man es sehen konnte. Ich hatte einen riesen Hecht dran, ein Riesenteil. Der Köder rutscht raus und der Barsch packt sich das Teil. Unfassbar. Nicht zu glauben. Alter, sowas erlebt man nur beim Angeln, ehrlich. Irre. Ja, wo auch sonst, ne? Da fängt man ja sonst keine Fische. Der gibt ein Upgrade. Ja, hoffe ich mal, ne? Ich würde sagen 43, sowas. Aber es... Komm, 44, ist okay. Also, 3 cm Upgrade, aber in Punkten 6. Sehr gut, Sascha. Kuhpaddler wollen sie heute haben, was? Der funktioniert gut. Bye, Traumfisch. Geilo. Sehr gut, mein Lieber. Also mal ehrlich, wenn das nicht auf Kamera festgehalten worden wäre, ich hätt's nicht geglaubt. Stroft angelt nicht nur fantastisch, sondern hat jetzt auch noch das Quäntchen Glück. Langsam scheint Sascha und Sebastian zu dämmern, wo es heute hingehen könnte. Dabei hatte der Turnierbeginn das nun wirklich nicht vermuten lassen. Okay, jetzt kann ich ja sagen, die anderen hatten nur 560 letztes Jahr. Alter, ich sterbe. Hab alles fein säuberlich sortiert gepackt, bin losgefahren und habe die Sachen vergessen. Deswegen habe ich nur, wo ich normalerweise immer so 100 Stück oder so dabei habe, 5 Kuhpaddler dabei gehabt. Und deswegen habe ich die dann immer fein säuberlich geklebt und immer gehegt und gepflegt. Aber ich glaube, der ist jetzt fertig. Sascha fischt das ganze Turnier mit 5 Gummifischen. Unfassbar. We finally caught that long desired perch thanks to Jelle, what a legend, on a sea rig with a little crawl. But we didn't really feel like there was much more happening there, so we went back to the very first spot of the day. I'm fishing now a little stunner. As we all know, that's a perch magnet. Trying to catch maybe one really upgrade perch on the wheat bed here. Jelle is preparing the ride rod. Let's hope we can catch one little upgrade, because we have quite nice fish today, but it's the YPC boat finals. I mean, come on, we need to have a kicker fish, like a really big pike or a perch close to 50 or something like that. We need something that brings us a few more points. I think we desperately need it. 1 hour till the end of this competition. I'm still shaking. I'm a bit nervous because I know how good anglers are fishing against us. We have a last change for change our spot, and we do this. Last 60 minutes. Last hour. Come on, Simon. Come on, Jelle. Okay, wir sind jetzt in Fluss angekommen. Jetzt ziemlich heftige Welle ist hier voll ausgerichtet. Der Wind kommt von dort. Muss man uns durchkämpfen. Ich fange an mit dem Crank for Big Tank. Birger, glaube ich, macht das Gleiche. Und los geht's. So wollte ich schon immer mal die letzte Stunde eines Angelturnierfinales verbringen. Einfach nur da sitzen mit der Angel in der Hand. Oh, weia, ey. Pike. It's a big center, man. Woo. 67. 67. Wir machen Happy Hour wieder. Und zwar einfach, um die Struktur hier ein bisschen besser angucken zu können. Yep. So another good sound. Come on. 61. Let's go. I think this. Yeah, because this is nice too. Yeah. This is not bad. Be careful, huh? Fisch.
Alter, noch ein Upgrade, Junge. Bin ich gespannt, ob der über 44 cm hat. Mund ist geschlossen. 46,5. 45,5, 46. Ja. Jawohl. 2 cm Upgrade. Ist das genial. Wow. Jetzt wird's echt heftig. Aber was für ein Traumfisch. Die Barschruten kommen weg. Wir haben jetzt hier gut 20 Minuten kein Biss, kein gar nichts gehabt. Wir werden das jetzt einfach nochmal 40 Minuten pelagisch probieren. Großer Hecht, großer Zander, egal was kommt. Um einfach noch irgendwie Punkte aufs Board zu bringen, weil ich glaube, hier bei den Barschen tut sich nicht mehr viel. Also wir schleppen jetzt die Crankbaits relativ schnell. Stimmt mit 4,5 km/h, 5 teilweise. Wenn wir dabei jetzt keinen Fisch fangen, das heißt, dass es beißt gerade auch richtig unterirdisch schlecht. Meistens hat der Mann recht. Diesmal liegt er daneben. Bei dir. Sorry. Oh. Oh. Ich dachte, ein dicker Barsch. Aber kommt hier so eine Flöte hoch. Und ich habe noch keinen einzigen Zander an den Stellen gefischt. Gut, du fischst die ganze Zeit deinen Zanderköder, aber Fisch, dicker Barsch. Okay. Zander schnell zurück. Bist du noch am Start? Ja, perfekt, Alter. Ja! Ja! Boom! Irre! Nächster großer Barsch, wieder auf den Needle und dank der dünnen GTPS nur 6 Kilo Schnur, perfektes Ködergefühl und trotz des starken Windes, jeder kleine Anfasser kann verwertet werden. Es ist unfassbar. Ist das eine geile Angelei gerade? Ist 46 auf dem Kopf. Ja. Was für ein wunderschöner Barsch. Keine Chance. Wahnsinn! Sebastian und Sascha hören einfach nicht auf. Verrückterweise ist das Board aber inzwischen so stark, dass dieser Fisch keine zusätzlichen Punkte bringt. Birger sucht derweil nach Erklärungen. Also normalerweise die letzten Tage, wir haben es immer nur so sporadisch gemacht. Man hat so alle 10 Minuten einen Biss oder einen Fisch dran. Also irgendwas gemischt. Das ist schon erstaunlich, dass jetzt so lange nichts passiert. Vielleicht hing das gerade mit dem Kraut zusammen. Ne? Wenn du diese zu viel Krautfahnen, die sich schnell in der Schnur sammeln, runterschieben und dann an der Schnur entlang, das ist natürlich klar, da gibt es keine Bisse mehr. Ganz so doof sind die Fische ja auch nicht. Oh, what the... No, idiot. No. He's following. One more time. That was a good one, eh? What the pike? Yeah. Leute, es knistert in der Luft, ich sag's euch. Wir sind an so vielen großen Fischen vorbeigefahren. Wir haben jetzt noch 10 Minuten und wir hoffen einfach noch einen Fisch zu finden, der beißt. Ob das nun ein großer Zander ist oder ein großer Hecht, ist uns eigentlich egal. Da diskriminieren wir keine Art. Oh. Yes, fish. Perch. Yes. Here is your perch. Man, your move. Yeah. Your move. Good move. 45. Good. Yes. Come on. Yeehaw. And he took it twice time. I see your first. Yeah. Kurz vor Schluss verkürzt Adventa noch einmal den Abstand und ist damit in der gleichen Situation wie Fox Rage. In den letzten 10 Minuten muss ein Riesenhecht her. 3 Fische kriegen wir hier noch zu sehen. Und der mit Abstand punktbeste Fisch des Tages, der kommt ganz zum Schluss.
Yes! 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 Endkirsche, Leute! Da ist der Kleine. Ja. 41, ne? Okay. Die sind so knapp dran. Die beißen heute safe richtig gut woanders. Sowas von. Fisch. Ich glaube schon wieder ein Hecht, der den Barsch hat jetzt. Ich tüte beide ein. Kommt. Ja! Der ist gut. Der ist gut. 1 Meter, Ein Meter glatt. 8 Minuten vor Schluss. Noch ein dicker Meterhecht für uns. Wahnsinn! Jawohl! Yes! Woo! Oh, sauber! Und schleimig. Ich wusste es. Richtig dicker Fisch. Hm? Ja. Der zählt eh. Warum? Oh Junge, das ist richtig groß. Ich wusste es, ich wusste es. Ich wusste es! Yes! Du Schweinhund! Ich hab's dir gesagt! Ich hab dir gesagt, hier liegt immer einer. Immer liegt hier einer, immer, hab ich dir gesagt. Junge, Alter. Junge, was für ein Ochs. 1,25. Richtung 1,25 auf jeden Fall. Ja. Nee, doch nicht. Ja, Haringsliedfisch. 1,18, 1,19. Guckt euch dieses Schwein an. Ja. 1,19. 1,19. 1,19. Drunk Shooter. Immer noch der umgebaute. Farbe Are You Alex, derselbe, der uns in der letzten Episode schon den dicken Zander gebracht hat. Eine richtig gute Farbe. Sehr natürlich, bisschen Violettschimmer. Was soll ich dazu sagen, Alter? Ihr habt 2 riesen Kanonenfische gesehen, Zander, Hecht. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Köder und wir sind raus. LMAB hat hier also das letzte Wort und sorgt in der letzten Minute für den krönenden Abschluss dieser unfassbaren Staffel. Damit überholen Johannes und Enrico auf der Zielgeraden noch die Fisch und Fang und schließen das Turnier als Sechster ab. Adventa und Fox Rage hätten beide genau diesen Hecht für den Sieg gebraucht. Am Ende geht der Titel aber völlig verdient an ein sehr unterhaltsames, schwer chaotisches und extrem gutes Team Stroft. Bevor die Teams ihre Boote zur Siegerehrung in den Hafen steuern, machen wir eine ganz kurze Abschlussrunde. Das Bommelmonster. Das Bommelmonster, ja. Also Leute, danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zusehen. Genau. Lasst einen Kommentar da. Ein Like, ein Abo, falls ihr es noch nicht längst getan haben solltet. Der YPC Boat 2024, das Finale. Wir sind raus. Wir sind raus. Wir sehen uns bei der Siegerehrung. Ciao. Bis dann, ciao. I want to continue fishing. That's it? Das war das Finale, YPC Boat. Oh, I don't think we finished it. Oh man. No. Im Nachhinein ist man immer schlauer, dann haben wir wenigstens was gelernt heute. At least you have the full card. A few nicer fish are in it. After so many years not fishing together, it was a pleasure. Thank you for some exciting days. Yeah, thank you, mate. I had a blast, buddy. Thanks a lot. Super fun, man. Wir hoffen ja nach wie vor, ihr habt ein paar Eindrücke gewonnen, dass man tatsächlich mit Hardbaits gute Fische fangen kann. Das war so ein bisschen unsere Mission.
Ja, hat Spaß gemacht, ne? Hat Spaß gemacht, definitiv. Ja, also wir sind eigentlich sehr zufrieden mit unserem Leistung. Guter Angeltag, alles gut, ne? This morning it was really awesome. The perch fishing was amazing. That was really cool, and also in the group phase on the river, the casting for the sanders, I really enjoyed that. Yeah. I hope you all enjoyed it as well back home. Yeah, we're very nervous to see the results. Team Abu Garcia will thank you all for watching this. Ciao. Guys for watching. Wir sehen uns später bei der Siegerehrung. Until next time. Until next time, guys. Thanks for watching. Thanks a lot. Tschüss. Ciao. Bye. Bye bye. And all the best. See you next time. Bye. An dieser Stelle möchten wir ein paar Leuten danken. Nummer 1, dem Mann hinter der Kamera. Erik hat einen brillanten Job über die ganze YPC-Zeit geleistet, war mit uns bei jedem Wetter draußen, hat die geilsten Aufnahmen eingefangen. Riesendankeschön an dich, Erik. An zweiter Stelle... Ja, Moment, aber er ist ja stellvertretend. Weißt du, wir beide, wir stehen hier und machen das, was wir am meisten lieben. Ja. Die Jungs, die sind am Arbeiten und das auf jedem anderen Boot genauso. Das heißt, der Erik ist jetzt nur stellvertretend dafür, dass Hecht und Barsch coole Kameramänner hat. Ihr seid super und macht weiter so. Vielen Dank dafür. Als nächstes natürlich all unseren Sponsoren, egal ob es Rheinland-Boote ist, mit dem Ranger, Humminbird mit Kota, mit der Technik. Navionics mit den Karten, richtig. Fischerino mit den Tungsten-Jigköpfen, Nace bei dir, die haben mir auch ein paar Sachen gegeben. Also ganz, ganz viele Leute, die möglich machen, dass wir beide hier so einen Spaß haben können. Dafür auch vielen Dank. Und natürlich Dankeschön auch an Dennis, der uns hier in Odetonge tatkräftig unterstützt hat, egal ob mal ein Ersatzteil oder sonst was gefehlt hat. Wenn ihr in Odetonge seid, bucht Dennis Berg als Guide. Gibt nichts Besseres, der hat uns beim Training geholfen und ihr seht ja, welches Ergebnis wir gefahren haben. Also, einen dürfen wir nicht vergessen. Richtig, steht dick und fett auf der Mütze. André, riesengroßen Dank an dich für deine Unterstützung, deinen Glauben an uns. Ja, war hammergeil, wieder mal für Stroft hier teilnehmen zu dürfen. Und ja, ob es gereicht hat am Ende, das... Wisst ihr früher als wir? Das ist ja das Verrückte. In dem Sinne, das war's von hier. Und wir sehen uns wieder. The YPC boat 2024 is almost done. We need to announce the teams who got the bronze, the silver and the gold medals, and of course win this beautiful trophy here. 48 anglers from all over Europe came here to fish in tough conditions, and the tough conditions don't stop. Today there was another great fishing day. We had several meter pikes up to 1 meter 19. We had several perch over 50 up to 52. And we had a zander of 78 and some other good zanders. So it's very, very tough to win this competition. I think all of those 20 anglers know that. Thanks for participating. Thanks for fighting through these tough conditions. And you are already all winners, having made it to the finals. But now only 6 can win the medals, and I will start with the 3rd place. It's a new team in this competition, but 2 very experienced anglers, and they did a fantastic job. They caught a huge pike in the group stage, and today again many big perch. Congratulations to Team Adventa with Frédéric Julien and Honza Hupka. Guys, come to me, please. Come here. No, thanks for the organization. Thanks for all the big fight we give during those days. It was awesome. Thank you, man. Thank you, my friend. I have nothing, only respect for other competitors. It's honor for me, and I'm really, really happy. The silver medals go to a team of 2 very, very close friends. They did a very good job last year, and this year they improved their result. Congratulations to Team Fox Rage with Gerald Vierhout and Henry Fiss.
we're really happy. Last year bronze, now silver, so that's really fun. Yeah, it was a really great experience, and hopefully we can go on next year again. We hope that as well. So now it's time for the gold medals for the team that can call themselves the YPC Boat Champions 2024. And I guess the boys were maybe a bit nervous when I was talking about close friends with the silver medals, because they're also close friends. Congratulations to Team Stroft with Sascha Totenhausen and Sebastian Wiener. Congrats. I want everybody to make some noise for the champions! Der ist vielleicht noch größer. Wahnsinn! Unfassbar, jetzt ist die Volker da. Ja! Oh, guckt euch den Barsch an, ist der lange. Well, Sascha and I, we've been fishing tournaments together for 7 years now. We have had our ups, our downs, I guess like everybody here in the starter field, and today we had the best fishing day of our career, and it has been a pleasure, my friend, to fish with you together. It has been a blast. Ihr hattet das ja insgesamt mit Abstand konsistenteste Ergebnis, also ihr wart schon die Besten auch in der Gruppenphase. Habt es jetzt bestätigen können? Habt ihr damit gerechnet, dass dieses starke Gruppenergebnis nochmal kommen kann, dass man es reproduzieren kann? Also ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, aufgrund dessen, dass ich mir in die Hose gemacht habe, weil ich gesagt habe, das können wir nicht nochmal so bringen. Und glücklicherweise ist es doch so gekommen. Also ja, wir konnten es bringen. Besten Dank auch an die Zander im Volkerak, die dieses Jahr irgendwie mehr Bock hatten, bei Tageslicht zu beizen. Ja, aber es waren auch genau die, die wir brauchten, nicht mehr und nicht weniger. Sehr gut gemacht, Jungs. Das war also der YPC Boat 2024. Wir bedanken uns herzlich bei allen 48 Anglern, die so professionell mit den kurzfristigen Regeländerungen umgegangen sind und sich von der apokalyptischen Wetterlage nicht weiter haben beeinflussen lassen. Wir bedanken uns beim gesamten Produktionsteam, besonders bei unseren Kameraleuten, die bei hohen Wellen und extremem Wind absolute Schwerstarbeit leisten mussten. Ebenfalls ein großes Danke gilt allen teilnehmenden Brands und Sponsoren, die uns ermöglicht haben, das Feld in diesem Jahr auf 24 Boote auszudehnen. Und zu guter Letzt möchten wir euch, unserer Community, dafür danken, dass ihr den aus der Not geborenen River Day so wohlwollend aufgenommen habt und unsere Projekte durch Einkäufe in unserem Online-Shop so treu unterstützt. Ohne euren Support wären die YPC-Projekte finanziell schlichtweg nicht zu stemmen. Ihr seid die Besten. Wie immer freuen wir uns über Likes, Kommentare und konstruktive Kritik, wie wir unser Boat-Format weiter verbessern können. Würdet ihr euch Flussangeln als Pflichtdisziplin auch in der nächsten Staffel wünschen? Die YPC-Saison in diesem Jahr ist damit zur Hälfte beendet. 2 Turniere warten aber noch auf euch. Natürlich der YPC Bank 2024, der ab Ende August ausgestrahlt wird. Vorher aber kehrt erst einmal der YPC Fans zurück. In der inzwischen 3. Auflage versucht Luis Mendes nach seinem Erfolg im letzten Jahr erneut einen Fan zum Titel zu führen. Mit Mark Patschowski, Simon Torenbeek und Johannes Gasser stehen ihm aber 3 Angler von internationalem Format gegenüber, die ihren Schützlingen ebenfalls zu Ruhm, Ehre und einem phänomenalen Hauptpreis geleiten wollen. Folge 1 geht am übernächsten Sonntag, den 28.07. online. Allzu lange warten müsst ihr also nicht. Ich wünsche euch viel Erfolg am Wasser, bedanke mich im Namen aller Beteiligten fürs Zusehen und entlasse euch mit einem Bis auf Weiteres letzten Ciao.